Hallo allerseits. Ich möchte heute über ein Thema sprechen, das ich in einem einzigen YouTube-Filmchen gar nicht ausreichend behandeln kann. Ich werde also mehrere kleine Videos darüber machen und sie nach und nach im Internet veröffentlichen. Das Thema heißt Mapo, das Zeitalter des endenden Dharma. Mapo ist ein ganz zentraler Begriff für die meisten Schulen des ostasiatischen Buddhismus und insbesondere auch für den Shin-Buddhismus. Worum geht es überhaupt? Nach der Lehre des Buddha, oder genauer gesagt nach einigen Lehrreden des Buddha, die im ostasiatischen Buddhismus als autoritativ gelten, wird die Lehre des Buddha, der Dharma, nicht ewig auf der Erde existieren. Er wird also wieder vergehen. Und dieses Vergehen des Buddhismus findet in 3 Phasen statt. Die erste Phase nennt man Shobo. Das ist die Phase des wahren Dharma. Also im Zeitalter des wahren Dharma üben die Menschen die Lehre des Buddha genauso, wie er sie gelehrt hat. Im zweiten Zeitalter, dem Zeitalter des nachgemachten Dharma, Soho, gibt es zwar immer noch Mönche, die buddhistische Lehre lehren, aber sie interessieren sich nicht mehr so richtig für den buddhistischen Erlösungsweg. Vielleicht möchten sie viele Schüler um sich sammeln und berühmt werden und die Schüler rezitieren die Sutren, aber sie interessieren sich nicht mehr so für den Inhalt und so weiter. Das ist das Zeitalter des nachgeahmten Dharma. Und die letzte Phase des Buddhismus ist dann das Zeitalter des endenden Dharma, Mapo. In diesem Zeitalter ignorieren die Mönche nach und nach die buddhistische Ordenslehre vollkommen. Sie brechen sie nach und nach. Und dies führt dann zum vollkommenen Löschen des Buddhismus, zu Homets, dem Zeitalter des erloschenen Dharma. Eine traditionelle Erklärung lautet, das Zeitalter des wahren Dharma dauert 500 Jahre, das Zeitalter des nachgeahmten Dharma dauert 1000 Jahre und das Zeitalter des endenden Dharma wird 10.000 Jahre lang andauern. Ja, springen wir in die Kamakura-Zeit, in das Japan ungefähr des 13. Jahrhunderts, als Shinran Shonin den Shin-Buddhismus begründete. Die Kamakura-Zeit nennt man oft das Reformationszeitalter Japans, weil viele buddhistische Schulen, die in Japan noch heute eine große Rolle spielen, in dieser Zeit begründet worden sind. Zu den Schulen des neuen Kamakura-Buddhismus gehört neben den reinen Landschulen der Zen-Buddhismus und auch der Nichiren-Buddhismus. Die Kamakura-Zeit war ein Zeitalter des Übergangs, ein Zeitalter der Krise. Die Macht ging aus den Händen des Hofadels, der Fujiwara in Kyoto, in die Hände der japanischen Krieger, der Samurai. Die Söhne und Töchter des Hofadels landeten also scharenweise im Kloster und das Klosterleben in der Kamakura-Zeit befand sich in einem wirklich desolaten Zustand. Man kann sich vorstellen, dass sich diese Söhne und Töchter des Hofadels nicht besonders für den Buddhismus interessierten. Es ging um Karriere, man führte Kriege gegeneinander und so weiter. Kein Wunder also, dass die Menschen in der Kamakura-Zeit glaubten, dass sie sich in einem Zeitalter des endenden Dharma befinden. Und wenn man die eben genannten Zahlen über das Vergehen des Buddhismus berücksichtigt, dann konnten sie sich durch diese Prophezeiungen des Buddha nur bestätigt fühlen. Ja, erlauben wir uns diesen Quergedanken. In der Reformationszeit glaubten die Reformatoren vor 500 Jahren, dass sich die Kirche seit 1500 Jahren
in eine falsche Richtung entwickelt hat und dass man wieder die Heilige Schrift lesen müsse und die Kirche in ihren wahren Zustand zurückführen müsse. Genau das bedeutet Reformation. Das Zurückführen der Kirche in ihre frühere, in ihre ursprüngliche Form. Wenn man mal von Zen-Buddhismus absieht, der vielleicht auch die Absicht hatte, bis zu einem gewissen Grade das Zeitalter des ursprünglichen Dharma wiederherzustellen, dann hatten die anderen Schulen des Kamakura-Buddhismus genau eine entgegengesetzte Vorstellung. Man glaubte, man befindet sich im Zeitalter des endenden Dharma, man kann es nicht ändern. Wie kann man sich an die Bedingungen des Zeitalters des endenden Dharmas anpassen? Das ist genau die entgegengesetzte Idee einer Reformation. Shinrans Mapo-Denken hat große Konsequenzen. Mit dem Shin-Buddhismus beginnt bekanntlicherweise das, was geradezu das Alleinstellungsmerkmal des japanischen Buddhismus geworden ist, nämlich, dass die japanischen Mönche und Nonnen verheiratet sind. Es wäre in China oder in Korea undenkbar, dass ein Mönch zusammen mit seiner Frau und seinen Kindern in einem Tempel wohne. In Japan aber ist das gang und gäbe in allen buddhistischen Schulen. Shinran argumentierte zu seiner Zeit so, dass er sagte, in der Lehre des Buddha, in den buddhistischen Sutren heißt es, dass die Mönche und Nonnen im Zeitalter des endenden Dharma verheiratet sind. Und trotzdem, so sagt der Buddha dort ausdrücklich, seien sie immer noch das dritte Juwel des Buddhismus. Modern gesagt, behauptet Shinran also, dass im Zeitalter des endenden Dharma die Vermittlung des Buddhismus durch verheiratete Mönche und Nonnen geschieht. Dies ist die zeitgemäße Form der Dharma-Vermittlung. Shinrans Buddhismus, so sagt man oft, zeichnet sich durch Selbstreflexion aus. Das heißt, er fragt sich ganz konkret, welche buddhistischen Übungen er überhaupt machen kann, zu welchen er überhaupt fähig ist. Shinran hatte in seiner Jugend sehr streng und sehr eifrig geübt, hat viele sehr schwierige Meditationen und Übungen vollzogen und am Ende hat er dann aufrichtig sein Scheitern in vieler Hinsicht eingestanden. Erst durch das Nachdenken über Mapo kam er aber darauf, dass sein Scheitern nicht zufällig war, sondern dass es, wie es in den buddhistischen Sutren steht, eine Konsequenz davon ist, dass die Menschen in der Mapo-Zeit eben gewisse karmischen Bedingungen nicht mehr erfüllen, sodass sie diese Übungen vollziehen könnten. Sie sind in diesem Sinne nicht mehr zur Übung imstande. Daraus folgt für Shinran dann schließlich auch seine Konzentration auf das Nenbutsu, auf das vollständige Vertrauen auf den Buddha. Worauf ich hinweisen möchte, ist, dass Shinrans Selbstverständnis, ich selbst bin ein ganz gewöhnlicher Mensch und zu anderen Übungen gar nicht fähig, dieses Selbstverständnis steht in einem ganz engen Zusammenhang mit dem Mapo-Denken. Ich wollte heute nur ganz kurz erklären, was das Mapo-Denken ist und warum es im Shin-Buddhismus eine so große Rolle spielt. Ich hoffe, ich habe ein wenig euer Interesse geweckt, sodass ihr bereit seid, euch noch ein bisschen tiefer mit diesem Thema zu beschäftigen. Denn es gibt eine ganze Reihe von Problemen, die wir als modernen Menschen mit diesem Mapo-Denken haben.
als Hausaufgabe gewissermaßen möchte ich euch stellen, euch mal zu überlegen, ob ihr dieses Mapo-Denken für richtig haltet, ob ihr etwas damit anfangen könnt. Ich frage das deswegen, weil die meisten meiner Shin-buddhistischen Freunde im Westen, aber ich denke auch die Japaner, große Schwierigkeiten damit haben. Es gibt kaum einen, der sich besonders stark mit dem Mapo-Denken identifiziert. Woran liegt das? Warum haben wir moderne Menschen damit so große Schwierigkeiten? Darüber möchte ich in den nächsten Videofilmchen sprechen. Heute möchte ich nur noch einen Brief von Benjo zitieren und dafür drehe ich mich jetzt auf die andere Seite. Matandai muchi no saike shiju no nanyo taran tomogara wa kokoro o hitotsu ni shite amida butto o fukaku tanomi mairasete sarani iu no kata e kokoro o furazu isshin nikkou ni buttasuke tamae to mousan shujou baたとえ最後は人獣なりとも必ず皆如来は救いますますべしこれすなわち第18の念仏の女の世願の心なり核のごとく献上してぬえには寝ても覚めても命のあらん限りは称名念仏すべきものなりあなかしくあなかしくJa, vielen Dank.